Alle ganz aufgeregt. Gleich geht das Interview mit Metal Danny los und er hat sich schon dreimal verwählt hier, der Danny, der wollte uns unbedingt sprechen. Und dann haben wir gesagt, okay, Freitagabend kriegen wir dich noch unter 22 Uhr, aber sonst sind wir ausgebucht. Seit Jahren bettelt er schon mit uns Kloppus zu sprechen. Was zeigen. Genau. Jetzt mal hier Profi-Equipment zeigen. Screen Recording. Ja, Mann. Das macht was Bier, ne? Danny! Hi Danny! Oh, wow. Was ist das für eine Mütze? Overspeed! Overspeed, Mann! Junge. Und, alles gut? Ja, Und bei dir? Ja, muss, ne? alles gut. Kind und Frau im Bett? Ja. Ja, siehst du. Ja, hast du dich vorbereitet? Hast du ein paar Fragen für uns? Ich sehe noch einen Schatten in der Stadion. Wer ist da noch? Ja, noch ein paar hier. Andere Kloppos. Komm mal rein. Hi Danny! Hey, Junge! Hey! Und? Also, Und Deke. Alles gut? Sicher. Ja. Nur das Wetter ist scheiße. Das Wetter ist scheiße hier. Ja, Mann, ganz. Ja, richtig. Aktuell Wind, Regen. Ja. Und immer drinnen fliegen, Indoor ist auch. Haben wir ja auch. Wir haben ja die Kartbahn und irgendwann ist aber auch so, dass man sagt so, boah, jetzt will man mal wieder raus, einfach mal hochschießen, durch ein paar Bäume durch. Genau. Fehlt aktuell einfach, ne? Wann bist du denn das letzte Mal geflogen? Gestern. Gestern sogar? Okay. Eben, ich hatte von Haku die 4 Blades Ja. gekriegt. Und ja, aber 3 Blades finde ich ja nicht besser, aber Ja. ich weiß Also ich ist glaube, nicht, dass du sagst, wow! nee. Ich denke, dass die einfach ineffizient sind. Das ist einfach, ab 3 Blatt wird das nichts mehr. Also 3 ist ja schon so, Schon sehr viel. auf den großen kannst du die nicht nehmen, auf den kleinen ist das gut, finde ich. Aber die großen, Ja. das ist nichts, ne? Vergessen. Lecken. Musst du lecken. Bist du noch da? Ja. Ja. Probleme mit der Internetverbindung. Yeah. Jetzt ist er weg. Ja. Da Da sind wir wieder. Junge. Holland und Deutschland ist ganz weit. Ja, genau. Ja, wollen wir einfach mal locker starten? Okay, ja, also wie gesagt, was jetzt einfach so kommt, sind so ein paar Fragen aus der Community. Was für Sponsoren hast du aktuell? Bei wem bist du unter Vertrag, sag ich mal? Ich bin jetzt beim Team MRP Multi-Rotorparts von den Niederlanden und Team Immersion Okay. von Antoni mit Ja. Mit dem Vortex. Vortex Pro. Schön. Ja, so gut, echt meine ich. HQ Props und Overspeed. Ach so. Ach, echt? Oh. Da fehlt noch. Ich hatte heute noch eine, wie heißt das, ein Backpack gekriegt. Okay. Im Wald. Ja, schön. Ja, cool. Okay. Ganz groß mit alles. Jetzt alles reinmachen. Kopter rein, Funke rein und dann los. Ja. Okay, cool. Okay. Ich will immer meine Handen frei haben, wenn ich laufe, weißt du? Ja, ist gut. Okay. Dann kannst du noch ein Gate unter den Arm klemmen oder so. Ja, darum. Okay. Stimmt das eigentlich, dass du mit einer DJI NASA angefangen bist? Ja, Mann. Im Blackout. Yes. Das Ja, geht? Wie jeder, denke ich. Da war nichts anderes. Okay. Ich hatte ein Video gesehen von Jers 70 und Ach ja, ich okay. dachte, Ja. da muss ich auch haben, so ein Ding. Und ich auf Internet gegangen und ja, da komme ich von NASA 450 oder 55, ich weiß nicht mehr. Ja. Und habe ich gekauft und würde eine Roll machen, aber geht nicht. Weißt du? Scheiße. Hä? Was ist das? Ja, Okay. ich mag das alles aus hier. Ist Ja, keine du Scheiße. musst YouPorn auf dem anderen PC ausmachen. Ja, nee, Ja. jetzt ist gut, Markus. Komm, setz dich. Markus, Ja, Mann. ist gut. Ist jetzt gut? Ja, ist besser. Jetzt auf einmal gut? Ja? Ja.
Die Frauen sind oben am Gucken übers Internet. Die Weißt gucken du? YouPorn. Die sind auf YouPorn. Okay, Hallo, du siehst. okay, mal ganz kurz. Also als du mit dieser NASA das angefangen hast, war das der Zeitpunkt, wo du auch mit dem Koptern gestartet bist? War das also das, wo du wirklich angefangen hast mit den Quads? Ja. Okay. Ich bin, erst habe ich ein bisschen so losgeflogen, weißt du? Ja. Aber es geht gar nicht mit mir. Ich habe da Crash. Und da hatte ich eine Brille gekauft. Und ja, dann, was ist das? Da war echt super toll. Ich war, auf die erste Sekunde war ich addicted. Ja. Jeden Tag will ich fliegen und dann sagst du die anderen YouTube-Videos, wie die fliegen und ja, ich war war echt super. Ja, Mann. Wann war das? Wie lange ist das jetzt her? Das war ins Ende 2013, so im September so war das, weiß ich noch gut. War noch ein bisschen gutes Wetter Ja. und dann bin ich mit das Teil und da hat so viel Wind und Regen und die Leute immer fragen, bin ich in den Wald gegangen, weißt du? Dann hatte ich meine Ruhe und und dann die GPS ab und normal auf Level geflogen, weißt du? Ja. Ich hatte ganz lange auf Level habe ich geflogen. Auf Atimo oder wie heißt das? Ja, genau. Ati, genau. So, und dann ein bisschen durch den Wald. Und dann, und ich glaube, ich habe das ein paar Monate gemacht und dann kam Fragen auf dem Mail von, hey, willst du mit das Ding fliegen durch den Wald? Und ja, dann geht das so schnell. Ja, okay. So 2015 wow, Ja, was da ist war ja hier? schon, genau. Ja. Ja, Mann, das ist alles so schnell und wow. Das ist auch so ein Punkt, wie machst du das zu Hause mit deiner Familie? Wie ist das mit Freunden? Weil du machst ja wirklich sehr, sehr viel. Du bist viel unterwegs, du hast viel mit deinen Sponsoren. Wie kriegst du das zu Hause klar? Das heißt, also wie kriegst du das mit deinen Sponsoren, mit deinem Fliegen, mit Family, alles unter einen Hut? Wie geht das? So, meine Frau muss die Mund halten. Läuft bei dir. Unterstützt mich 110%. Okay, schön. Die sagt immer, mach das, Danny, geh da hin. Und die finde das auch schön, um zu sehen, weißt du. Die weiß auch, dass das, dass das in Babyschuhen steht, weißt du. Ja. Und und als ich was schön findest, dann bin ich auch ruhig zu Hause, weißt du. Okay, also ist dein Ausgleich, dass man wirklich sagt, okay, wenn du das machst, dann bist du zu Hause insgesamt auch ein bisschen ausgeglichener und so Ja, weiter. sicher. Dann ist der kleine Danny artig. Ja, genau. Ja, ich bin immer ein Adrenalin-Junkie gewesen, weißt du, auch mit Motocross und Freestyle und und ich habe dasselbe Gefühl mit FPV. Okay. Adrenalin. Da weißt du ja selber so, wenn du die Brille aufsetzt und du fliegst durch den Wald oder ein Parkhaus, Genau, ja. du musst das, normal wirst du von Adrenalin stark, aber du musst das ja runterkriegen und anders kriegst du die shaky Finger, ne? Ja. So, und das finde ich toll. Ja, nicht alle kennen das. Ich kenne echt viele Leute, die können super fliegen, aber im Rennen. So wie ich im Bexbach. Ja, genau. Wer waren denn deine Vorbilder, als du so angefangen bist? Welche YouTuber und Piloten waren das? War echt Just war das, Ja, in Australien. Ja. Kanntest du Boris damals schon? Nee, der hatte mich immer ausgelacht auf dem niederländischen Forum. Der Boris hat dich ausgelacht? Ja, du musst mit Nace fliegen, sagt er immer. Nö, NASA ist gut, Junge. Geil. Sagt er immer Levelboy gegen. Ja. Levelboy ist geil. Sehr geil. Okay. Nee, ich kannte Boris nicht so. Wir hatten erste Rennen in Holland 2014 oder so. Und da war ich mit NASA. Und dann sehe ich das von, ich muss da eine andere Flight-Kontrolle haben. Ja, okay. Und die Leute, die kamen langs, wow. Und da war noch kein One-Shot oder weiß ich was alles, weißt du. So, aber die waren alles doppelt so schnell. Okay. Dann hatte ich von
So bin ich mit Multirotor-Parts gekommen. Er hat mir einen Näs geschickt. Okay. So, und dann habe ich sicher 100 Lippos zum Üben vor auf Manual Mode, weißt du, das ist ja ganz schwer, Mann. Okay. Jetzt geht das gut, jetzt hoef ich nicht mehr zu denken, jetzt geht das. Machst du die Einstellung von deinem Kopf dann? Machst du das eigentlich selber oder wie hast du dir das angeeignet mit den Pit-Werten und so weiter? Ja, ich tune selber, ja. Okay. Und, früher, ich muss sagen, so 7 Monate her, 6 Monate, 7, hatte ich immer die Pits von Boris. Okay. Und dann bin ich mal ein bisschen probieren, weißt du, mit dem Laptop, und dann fühlst du doch von, geht doch, das fühlt sich besser an oder das nicht. Okay. Und jetzt mache ich das immer selber. Okay, aber du bist also wirklich ganz, ganz viel fliegen gewesen, ganz viele Akkus geflogen und hast immer wieder ausprobiert, welche Richtung dein Style nachher dann auch ist? Oder Ja, okay. ja. Okay, cool. Und auch mit die Rates, weißt du, ich bin ganz tief bei 1,0 begonnen. Ja, okay. Und dann immer ein bisschen, immer über 2 Wochen immer ein 0,1 höher. Okay. Und jetzt ist es ganz höher, aber das ist gut. Okay. For Close Calls. Fliegst du denn immer alleine oder hast du Kumpels, die mitkommen? Du bist ja früher viel mit dem Devil geflogen, glaube ich, ne? Ja, da fliegt er jetzt. Auch immer noch. Okay. Ja. Ja, den sieht man immer seltener, den Devil. Ja, da hat nicht so eine Lust auf YouTube zu editieren, weißt du, so, die Computer, da hängt da wieder fast, da ist ein Schimpfen zu Hause. Ja, da fliegt noch viel. Ja, wir fliegen mit so einmal in 3 Wochen kommt Boris. Ja. Und noch 5, 6 Leuten. Und meistens 95% gehe ich allein. Okay. Wie oft fliegst du in der Woche so? Das heißt, also hast du irgendwie ein festes Ritual, dass du, nach der Arbeit immer eben 1, 2 Akkus fliegst oder kann man das pauschal sagen? Ja, am liebsten jeden Tag, aber Ja, klar. Ja, wir auch. ich denke so 3, 4 Mal. 3, 4 Mal die Woche. Ja. Okay. Wie viele Lipos hast du dann mit? Ja, ich habe 8 dabei, aber meistens ist aber 6 kaputt. Also ist auch schon noch so, dass du das Ding auch noch ganz normal kaputt fliegst. Es klappt bei dir auch natürlich nicht alles, oder? Nee. Okay, man sieht natürlich immer nur deine geilen Videos, wo du mit Highspeed durch den Wald gehst. Da fragen auch viele eben halt, sag mal, fliegt der eigentlich so geil, passiert da nie was, aber du crashst genauso wie wir alle, oder? Das sind dann immer 2 Minuten, die gerade so gut gegangen Ja, wahrscheinlich, sind. genau. Okay. Kannst du Ja, klar. Manchmal hast du einen Tag, da geht alles, weißt du? Und genau. manchmal hast du einen Tag, da kannst du besser. läuft nichts. einfach laufen lassen. Ja, genau. Nach Hause fahren. Die letzte Video, das hatte ich auch eine scheiß Woche und ich interessiert mir nichts. Vollgas und triff keinen Baum, weißt du? Ja, super. Ja, so. Und ich dachte, schöne Video aufladen. Okay. Fliegst du am liebsten im Wald oder? Ja, liebsten schon. Nicht nur vor die Baumen, auch vor die Ruhe. Du hast kein Männchen, ey, wie schnell geht das Ding und wie hoch und da kommt ja keine gelaufen da, weißt du, so. So, ich habe da meine Ruhe. Ist nicht nur das Fliegen, auch das da im Wald sein, weißt du, da riecht's gut. Hast du irgendwelche Tipps, die du jemandem gibst, der jetzt gerade frisch anfängt? Würdest du dem zum Beispiel empfehlen, direkt im Akro-Mode zu üben oder irgendwelche speziellen Sachen, wo du sagst, Mensch, das hätte ich damals vielleicht anders oder besser gemacht und hätte nicht so lange zum Beispiel im Level-Mode dann rumgeflogen? Ja. Das sollte ich wohl machen. In Akro-Mode starten und im Beginn kein Rolls und kein Flips, weißt du? Nur, und mit den Links- und Rechtskurven machen, weißt du? Ich machte immer links. Ja. Und dann kam da ein Rennen und da war eine rechte Kurve. Oh, weißt du? Scheiße, 3-mal links. So, jetzt bin ich da echt auf dem Trainieren. Als ich dann vor ein Rennen, sag mal, Freitag habe ich ein Rennen oder Samstag, da gehe ich echt eine Woche nur Kurven. Und dann, was ich nicht kann, die Piep, ich sag dann nicht, aber ich kann nicht so gut rechts fliegen. Ja, jetzt geht. Jetzt fühle ich das nicht mehr. Aber im Wald
automatisch machst du doch eine linke Kurve. Ja. So, ich weiß nicht. Okay. Und ich soll nicht so hoch kann fliegen, weißt du, so auf max 3 Meter, als du rennen willst fliegen, weißt du? Ja, genau. Ich bin nicht so ein Akro-Typ. So hoch und Flips und Rolls. Okay, Freestyle magst du gar nicht, oder? Ja, ich weiß nicht warum, aber Okay, ich will nur Vollgas. Speed. okay. Hast du aktuell YouTuber, die du abonniert hast, die du gerne guckst, wo du dich also wirklich freust, wenn die ein Video hochgeladen haben, wo du... Mir macht das eigentlich nichts aus. Ich gucke ganz gerne Rennvideos, weißt du, mit Racing. Und ich gucke eigentlich alles. Ne? Ich gucke auf, da gehe ich auf Vortex. Und ich gucke auch, was zwei Abonniere haben. Ich gucke alles, weißt du, ich habe nicht so von, ich muss nur Videos sehen von Schizo oder Matty Stunts oder die Top-Notch-Pilots, weißt du, oder Team Klopperkopf, da gucke ich gerne, weißt du. Natürlich! Ja, nee, ich liebe euch. Das ist immer, ja, auch im Rennen, ist doch immer gut, ne? Ja, es macht einfach Spaß. Man kennt sich eben halt so und das ist, macht einfach unheimlich viel Spaß so, ne? Ja, die sagen immer von mir, ich bin so seriös, weißt du? Ja, aber das ist auch mit ein Grund, warum wir vielleicht gesagt haben, wir kennen dich so und selbst im Team hatten wir das, dass einige wirklich gesagt haben, na, mit dem Danny, ich glaube, das ist nicht so mein Typ und dann haben die dich kennengelernt und haben so, hey, coole Sau. Ne? Und das ist auch mit so einem Grund mit dem Video, wo wir einfach gesagt haben, das ist eigentlich schade, dass einige wirklich so ein Vorurteil da einfach haben und dich einfach gar nicht kennen, weil du einfach eine total offene, coole Sau bist und mit dir kann man allen möglichen Scheiß machen. Alles, was wir bis jetzt so mit dir zusammen gemacht haben, du warst immer der Erste, der gesagt hat, sofort, mache ich. Ja, wie jetzt heute auch, deswegen gebührt dir auch das erste Interview jetzt hier auch. Kannst mit Danny alles machen, außer Kanal 7. Kanal 7 geht gar nicht. Kanal 7 geht nicht. Hast du schon mal jemand getötet, weil er Kanal 7 eingesteckt hat? Ja, da war ein Bosskamm. Genau, 5 sagt er, weißt du? Weißt du, der Typ hat dich eine Immersion gegeben. Ja. Jetzt fliegst du Eck auf 5. Okay. Du bist ja voll drin, weißt du, du willst nicht was kaputt machen im Training. Und da war voll kaputt. Ja. Scheiße, ja. Ich könnte ihn, war ein Schweizer, weiß ich noch. Ja, ich auch. Ja, ja in dem Moment hast du ja auch... Gedacht, oh, scheiße, weißt du. Und er war im selben Hotel wie mir. Und ich hatte auch noch von ihm zu fressen gekriegt, weißt du? Da finde ich so, ich dachte, ach, da ist er selber. Okay. Ja, das finde ich echt, mit ein bisschen auf dem Adrenalin, weißt du, willst, alles muss so gehen, wie du das willst, aber ich habe immer Pech gehabt im Backstrap mit meinen Kopters. Ja, aber du hast ja genug dabei. Wie viele waren es beim Becksbach 2? Wie viele hattest du mit? 5 oder 6? Ja, immer, ja. Wow. Habe ich auch jetzt mit Vortex, mit Immersion. Das Immersion schickte ich mich einer auf. Da dachte, wo muss ich da dann mit? Ich gehe auf dem Rennen. Sag ich, schick mich mehr, weißt du? Hat's geklappt? Ja, jetzt schon. Jetzt schon. Super.